Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir sind auf W50 unterwegs und wir werden zuallererst mal hier ins Dämonenportal reingehen. Ja, ich bin noch nicht ganz fertig mit meiner täglichen Alu, aber ja, auf die paar Quests ist dann jetzt auch ja, geschissen, sag ich mal. Da macht es jetzt nicht so einen fetten Impact und ich habe es ja schon öfter mal gesagt, ich habe den Dämonenportal-Angriff immer ganz gerne im Video, weil ich den immer ganz spannend finde zum Zeigen. Und ja, des Weiteren haben wir heute vor, ein bisschen nochmal die Mine hochzubringen. Das hatte ich ja gestern noch in Ausbau geschickt. Heute werden wir die eine Stufe hochskippen, dann gleich wieder in Ausbau jagen und ja, eventuell schaffen wir noch den ein oder anderen Dungeon Try noch diese Folge. Mal schauen, was da so möglich ist heute. Ne? Denn ich habe in der Schattenwäldchen Gegner offen. Ja, den könnte man jetzt mal so langsam versuchen zu probieren. Ansonsten Peter ist auch relativ schwierig, allerdings nicht unmöglich. So, ne? Ein paar Pilze möchte ich da schon mal rein investieren, jetzt nicht zu viele, aber ein paar, so kann man auf jeden Fall machen. Aber was wir zuerst mal machen werden, ist hier die Edelsteinmine skippen auf Stufe 11 und gleich weiter in Ausbau schicken. So, jetzt müssen wir wieder ein paar Tage warten, bevor wir hier wieder ein bisschen skippen können. Und ja, mal schauen, wie hoch wir die Edelsteinmine kriegen bis zum legendären Dungeon, damit wir da dann gute Edelsteine rauskriegen, die dann legendär sind, ne? Ja, dann würde ich mal sagen, ja, ich weiß gar nicht, wir gucken mal, wo fangen wir an? Vielleicht hier in der Schattenwelt. Ja, wir werden mal kurz noch nebenbei eine Quest annehmen hier. Ein bisschen Alu habe ich noch, aber ist schon fast alles weg. Wir haben Epic Event. Spiele ich jetzt aber nicht großartig. Ist jetzt für mich nicht weiter relevant, da ich ja sowieso jetzt bald im Legendary Dungeon ein bisschen aufräumen möchte. Und dementsprechend, ja, brauche ich da jetzt nicht mich nochmal mit Epics ausrüsten. So alt sind die jetzt noch nicht. So viele Level-Ups haben wir jetzt nicht gemacht. Und der Tank ist voll. Da müssen wir mal kurz ziehen hier. Krasses Item bekommen. Ja, und gleich das nächste hier in die Toilette rein. Zack, weg damit. Ja, bringt sogar ein bisschen Gold. Ja, weiß ich nicht. Bewahre ich mal noch auf. Dann haben wir auch gleich hier schon die Quest erledigt. Das klappt ja heute super. Und genau, so, gucken wir mal hier in die Dungeons rein. Wir werden mal hier im 13. Stock den probieren und hier im 13. Stock. Jeweils nicht allzu viele Pilze. Ein paar Tries werden wir machen. Mal schauen, wie es aussieht. Natürlich müssen wir auch das dementsprechende Equipment anlegen und dann gucken wir mal, wie der Gegner hier so aussieht. Ich möchte mir einfach nur mal so einen kleinen Überblick verschaffen. Vielleicht schaffen wir das Level up, das wäre ganz cool. Ansonsten, ja, weiß ich nicht, im Notfall könnte man auch Wirbelwind machen, weiß ich aber nicht, wie weit ich da komme. Da habe ich jetzt noch nicht weiter reingetried. Ja, der Grund, warum ich hier die Zaubervieh angreife, ist eigentlich, weil danach die Gegner, glaube ich, nee, doch, ich glaube, die waren danach ein bisschen stärker gewesen schon. Allerdings gibt der Gegner hier halt ultra viel Erfahrung. Und ich hatte ihn schon ein paar Mal fast down gehabt. Und da ist er auch down. Ja, nice, Digga, nice. 322 haben wir geschafft. Gucken wir uns gleich an, den Try hier. Ich wollte schon meinen, so viele Pilze kann der nicht fressen, weil ich habe den schon so oft, so knapp fast immer down gehabt. Kann nicht sein, dass er hier so lange auf sich warten lässt. Ja, Marquardt hat hier gut geregelt. Mal gucken. Kunigunde haut auch 2 Crit-Treffer raus. Sehr schön, schöne Sache. Und dann kommen wir noch zum Schluss hier und hauen nochmal einen Crit, einen normalen Treffer und noch einen Crit raus. Und wir überleben ganz knapp noch den letzten Try. Okay, war sehr lucky gewesen tatsächlich, aber wir haben den Gegner besiegt und hier uns schön Erfahrung gesnackt. Und ja, Handschuhe, die wieder kein Mensch braucht. Ich wollte sagen, das sind eigentlich so geile Handschuhe, ne? Ich finde die übelst nice vom Design her. Krieger-Items sowieso. Mit den Magier-Items stelle ich die auf eine Stufe. Die sind schon sehr, sehr cool. Ja, generell der Krieger. Später nachher mit dem blauen Breitschwert des Säufers ist es meine absolute Lieblingswaffe in ganz Shakes and Fidget. So vom Design her sieht die ultra nice aus. Ne? Mit der Meme-Waffe, dem Borkenknorker. Den finde ich ganz nice vom Kundi so. Ne? Aber ansonsten ist ja nachher das Equipment auch, die Schilde und ach, das sieht alles so geil aus nachher beim Krieger, deswegen, also
Macht auf jeden Fall Spaß. Nicht nur der Krieger an sich macht schon Lust und Laune, den zu zocken, so, ne, auch mit seinen Fähigkeiten-Set und sowas, sondern halt auch wirklich die Items und wie das Ganze ja aussieht, ja, und alles so. Also Krieger bockt halt einfach. Mit der Kombination mit der Gilde hier und auf W50 macht es einfach ultra viel Spaß, den Server zu spielen, so, ne. Ich hatte auch gelesen gehabt, ein paar in den Kommentaren, wollen auch vielleicht mal, oder wollen auch mal die alten Server wiedersehen, so, ne. Ich hatte ja davor ausschließlich nur fast meinen Main-Account gezeigt, war für mich aber ziemlich schwierig immer, da irgendwie ja Content draus zu ziehen, weil halt jeden Tag, also da passiert halt schon seit Jahren nichts mehr ja, auf dem Account. Deswegen für mich W50 eine sehr, sehr schöne Erfrischung hier, was Content angeht, kannst jeden Tag was zeigen, so, ne? Und ja, deswegen, aber ich werde versuchen, auf jeden Fall mal noch die anderen Server hier und damit einzubauen. Auf jeden Fall in den Livestreams wird es da ein bisschen mehr geben wieder und ja, da könnt ihr euch, denke ich mal, auch drauf freuen. So, ja, aber wie gesagt, ansonsten passiert da nicht viel. Dann versuchen wir mal hier den Peter zu besiegen. Der sollte auch sehr, also der ist eigentlich auch sehr machbar so. Viele Tries gehabt, wo ich so dachte, yo, der müsste eigentlich drin sein, auch von der Prozentanzahl her. Lag der Gegner, den wir eben in der Schattenwelt besiegt haben, war der sogar prozenttechnisch gesehen schwieriger als hier der Peter. Deswegen müssten wir den eigentlich auch noch down bekommen. Das wäre auf jeden Fall ziemlich nice, wenn wir das hinkriegen. Und ich glaube, wir könnten vielleicht auch gerade so noch direkt wieder das nächste Level schaffen. Wäre natürlich schön, wenn wir bis zum legendären Dungeon da mit einem möglichst hohen Level reingehen und da haben wir auch den Peter besiegt. Ja, wie nice ist das denn? Stufe 322, fast 323 erreicht hier. Sehr, sehr cool. Wieder ein Crap-Item bekommen, ist nicht so nice. Obwohl der Marquardt könnte es gebrauchen, weil der eh schon so ein Crap, alle Attribut-Item hat. Geben wir denen das mal, aber wir müssen dann auch wieder, ja, die Rune wechseln. Und dafür lohnt es sich jetzt kaum, das zu machen, hier für die paar Stat-Punkte. Ja, aber wir machen es halt trotzdem. So, und machen hier noch die Steingewinnung raus. Genau, so, dann ist der Marquardt jetzt auch wieder ein bisschen aktueller. So, der Gegner hier in der Schattenwelt. Das ist ein Stärkegegner und der ist theoretisch auch möglich so. Also da waren auch schon Tries dabei, jetzt von vorhin, wo ich so dachte, yo, der müsste eigentlich auch machbar sein. So, der könnte theoretisch funktionieren. Zu viele Pilze will ich jetzt aber auch nicht in den reinstecken hier, weil ich natürlich mir die Pilze aufsparen möchte für die Skips in der Edelsteinmine so, ne? Das ist mir, glaube ich, momentan ein bisschen wichtiger als die paar Level-Ups. Außerdem ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Leggy Dungeon und bis dahin können wir uns auch getrost diese Dungeons aufheben, falls wir ja bis dahin noch uns verbessert haben und haben den Gegner hier im Wirbelwind besiegt und dadurch noch ein Level-Up gemacht, Stufe 323. Sehr, sehr cool, haben wir jetzt wieder 2 Level-Ups mal seit langem in einer Folge gemacht. Das ist sehr nice, ja, das freut mich sehr. Mal schauen, wie der nächste Gegner hier aussieht, nur mal Interesse halber. Ja, nee, lohnt sich jetzt nicht, also für den einen Wirbelwind-Gegner lohnt sich nicht. Haben wir nochmal das Level-Up mitgenommen, das ist in Ordnung so, ne? Das kann man immer mal machen. Aber jetzt nochmal da großartig reinzupilzen für den nächsten Gegner, nee, lohnt sich jetzt nicht so krass. Gut, dann machen wir noch einen Angriff hier in der Ehrenhalle. Haben den auch gewonnen, sehr nice. Und dann können wir eigentlich direkt hier wieder unser Farm-Equipment anziehen. Und gucken, wir haben ja ein bisschen... Oh, Charlie hat hier auch losgelegt, ja nice. Sehr cool, die Leute machen auf jeden Fall hier weiter fleißig mit. Sehr cool. Grüße gehen da auch raus an Charlie. Ne? Lil Pip hier auch ein bisschen zugespammt hier. Sehr nice. Die Gilde ist auf jeden Fall am Wachsen und Gedeihen. 303 Durchschnittslevel haben wir jetzt schon. Und 2 Level gemacht. Ich bin zufrieden. Haben wir auf jeden Fall die Gegner besiegt, die wir uns vorgenommen haben. Ne? Die waren schon machbar. Jetzt haben wir hier Gerd als nächstes. Was ist das hier? Das ist ein Intelligenzgegner. Ja, ich glaube, der ist jetzt erstmal wieder eine Zeit lang nicht drin.
ja, wir sind ja Two-Hit, egal was der macht. Ich glaube, wir sind One-Hit, wenn er uns crittet und Two-Hit, wenn er uns normal trifft hier. Und wir haben, oh, wir überleben sogar 2 Treffer, aber Magier, nee. Also Magier, die so viel Schaden machen und so viel aushalten, da können wir erstmal getrost die Finger von lassen. Ne? Und ja, sehr cool, sehr, sehr nice. Haben wir wieder ein bisschen aufgeholt, das freut mich sehr. Und ja, machen wir noch den Rest der Festungsangriffe hier. Und das war es dann soweit mit der Folge für heute gewesen. Ja, falls es euch gefallen haben sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten, ja, schaltet auf jeden Fall morgen ein zum Livestream, ne? Sonntagabend, ja, wann genau es losgeht, ja, kann ich euch noch gar nicht so genau sagen, aber ich denke mal, da werden wir euch kurzfristig noch Bescheid geben. Ansonsten werdet ihr das ja auch sehen, ja, in der Ankündigung, denke ich mal, werde ich wieder einschalten und dann, ja, sollte das auch klappen. Alles klar, gut, das war es soweit von mir. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, ein schönes Wochenende. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.